Hi, ich bin Gunnar, Consultant im Team von Valuant und ich zeige euch heute, was Guided Selling in Revenue Cloud Advanced bedeutet und welchen konkreten Mehrwert es für euer Unternehmen bringt. Guided Selling heißt erstmal, Vertrieb bekommt gezielte Produktempfehlungen, anstatt dass er sich durch einen ganzen Produktkatalog wühlen muss. Und diese Produktempfehlungen basieren eben auf ein paar einfachen Fragen, die vorab gestellt werden. Das ist besonders hilfreich, wenn wir eine komplexe Struktur in unserem Produktkatalog haben oder eben die Produktkategorisierung vielleicht nicht ganz intuitiv ist und vielleicht einfach zum Beispiel historisch gewachsen ist. Ja. Und was bringt das Ganze jetzt aus einer Brille von einem CFO oder jemanden, der im RevOps tätig ist? Naja, letztlich die Angebotserstellung wird deutlich erleichtert, wird auch deutlich schneller, gerade einfach, wenn man zum Beispiel auch neuere, nicht so erfahrene Mitarbeiter im Vertrieb hat, die vielleicht technisch eine hohe Expertise haben, aber eben noch nicht so gut den Produktkatalog kennen, spart man enorm Zeit und reduziert am Ende auch den Aufwand für Schulungen. Und letztlich erhöht man eben auch die Conversion Rate, weil Vertriebsteams eben automatisch passende Produkte sehen und dabei eben, man kann gezielt auch so Themen wie Up- und Cross-Selling unterstützen. Und drittens, man reduziert einfach auch die Fehlerquote in Angeboten, falsche Kombinationen, vielleicht auch falsche Produkte zum falschen Lebenszyklus, auch von einem Kunden, fehlende Services oder auch SKUs, die irgendwie vielleicht eben nicht gut kategorisiert sind. Und zu guter Letzt, man macht eben auch diese komplexen Kataloge zugänglich, selbst wenn man schon Bundles im Einsatz hat, kann man das Guided Selling einfach eine Struktur für den Vertrieb geben. Und wie das Ganze konkret in Salesforce aussieht, das schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Wir sind jetzt einmal rüber gewechselt nach Salesforce. Ja, wir erinnern uns, unser Unternehmen Centric verkauft, also es ist ein SaaS-Unternehmen, hat aber auch Hardware im Angebot, natürlich viele Services drumherum, aber hat eben auch vormals On-Prem-Software verkauft. Und wenn wir jetzt klassischerweise ein Produkt hinzufügen würden, dann würden wir entweder das Produkt direkt suchen, wenn wir wissen, was es ist, oder wir geben in unseren Katalog rein. Wir gehen heute in unseren Service-Katalog rein und jetzt werden wir natürlich erstmal erschlagen. Wir haben natürlich eine Menge an Produkten, die wir hier haben, verschiedene Kategorien. Aber was ihr hier oben seht, und das ist eben genau das, was jetzt eben unseren Vertrieblern dabei hilft, schneller Angebote zu erstellen und dabei die richtigen Produkte zu finden. Wir haben sozusagen einen kleinen Guide und wir gehen jetzt einmal eben durch diesen Guide. Das ist ein Set an Fragen, das wir natürlich selber auch definieren können und das dann uns hilft zu identifizieren, was ist hier das richtige Produkt. Und natürlich können wir innerhalb des Ganzen auch Abhängigkeiten definieren. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir brauchen hier Hilfe mit Training und Onboarding, dann werde ich gefragt, ob es um ein Onboarding für ein Projekt geht, ein neues oder ein anderes Thema. Wenn wir aber beispielsweise auf Storage und Infrastructure gehen, dann werden wir gefragt, wie wichtig ist es denn, dass der Kunde Zugang zu seinen Daten hat. Da sagen wir jetzt mal, das ist sehr wichtig und gehen in den nächsten Schritt und dann sehen wir entsprechend eben auch direkt und so schnell und einfach geht's, obwohl wir so einen großen Katalog haben. Wir sehen 3 Empfehlungen für Produkte, die hier passen könnten. Und natürlich, wenn wir es jetzt nochmal durchgehen mit einer anderen Kategorisierung und uns einmal Input abholen, hey, wenn der Kunde jetzt aber ein Integrationsthema hat, was machen wir dann? Dann sehen wir auch hier entsprechend wieder Vorschläge für Produkte, E-Learning und API Access Premium, also direkt die richtigen Sachen getroffen für uns. Das hilft uns jetzt eben dabei, dass wir eben schneller ein Angebot erstellen können und das, obwohl wir so einen komplexen Katalog haben. Ja, und damit bekommen wir am Ende des Monats natürlich auch mehr Geld rein, wenn wir mehr Angebote rausschicken können und weniger Zeit brauchen, insbesondere um ein Angebot zu erstellen. Wir machen Up- und Cross-Selling einfacher, wenn wir hier wirklich auch vielleicht Fragen zum Status des Kunden haben. Je nachdem, wie die Fragen sind ja wirklich personalisierbar und ganz den Anwendungsfall zuzuschneiden. Wir könnten natürlich auch für verschiedene Kataloge verschiedene Fragen, Sets oder Formulare sozusagen aufsetzen. Und am Ende ist hier einfach sehr viel Dynamik drin und das Guided Selling ermöglicht es uns, schneller zum Umsatz zu kommen. Und wenn ihr eure Vertriebler auch enablen wollt, schneller mehr Umsatz zu machen, dann meldet euch bei uns.